Also, René, willkommen bei uns. Kannst du vielleicht ganz schnell erzählen, so ein bisschen, wer du bist und was du machst in deinem Alltag und ja? Ja, mein Name ist René Jaun, ich bin 38, komme aus Bern. Im Grunde genommen bin ich im Moment Student, ich studiere Journalismus an der ZHAW in Winterthur. Hier bin ich jetzt aber vor allem darum, weil ich mich selbstständigerweise mit Barrierefreiheit auseinandersetze, mit Accessibility. Also ich bin Accessibility-Berater, Evangelist quasi auch. Und bin immer so ein bisschen am Missionieren für mehr Barrierefreiheit. Ich habe eine Zeit lang gearbeitet bei der Schweizerischen Stiftung zur Förderung von behindertengerechter Technologienutzung. Die heisst genau so. Zugang für alle, ein bisschen kürzer. Und habe dort quasi mein Know-how erarbeitet. Und in was für ein Projekt bist du jetzt gerade involviert in deiner Selbstständigkeit? Was fasziniert dich gerade am meisten oder wo bist du am meisten engagiert? Also Accessibility-mässig mache ich nicht so viel, weil das Studium halt in der Abschlussphase ist. Da ist jetzt gerade die Bachelorarbeit recht am kommen und ein paar Schlussprüfungen stehen noch an und dann muss ich auch noch ein journalistisches Praktikum machen. Jetzt habe ich gerade ein paar Sensibilisierungsevents gehabt. Ich war vor kurzem bei einer Stiftung in Basel, die heisst Impulse, ein Arbeitsmarkt für alle. Da habe ich auch quasi gezeigt, wie Blinde mit dem Internet arbeiten und so ein paar gute und ein paar schlechte Beispiele vorgeführt, was Barrierefreiheit angeht. Genau. Es gibt noch Projekte, die ich in meiner Freizeit mache. Das hat auch mit Accessibility nicht mehr so viel zu tun. Ich bin noch involviert in einem Projekt, das heisst Blind Power. Das ist eine Audioplattform, insbesondere für Blinde und Sehbehinderte, aber eigentlich für alle. Und da bin ich der technische Leiter. Und ein Projekt, das wir dort machen, ist Übertragung von Fußballspielen. Wir haben von Swiss Football League und von Raiffeisen quasi einen offiziellen Auftrag, Fußballspiele für blinde Menschen zugänglich zu machen. Und wie machen wir das? Wir schicken ein Kommentatorenteam ins Stadion und die dann quasi einen Internetstream offerieren und in diesem Stream tun sie die Fußballspiele für Blinde und Sehbehinderte und alle anderen Fußballbegeisterten quasi audio deskribieren, also in Wort ganz genau beschreiben, was sich auf dem Spielfeld abspielt. Ah, spannend. Also es tut sich, wie muss ich mir das vorstellen, so wenn man jetzt vor 10 Jahren und jetzt zu heute, wie hat sich dein Lebensalltag verändert? Wenn du jetzt mir sagst, oder es gibt sogar Fußballspiele schon, wo spezifisch für Sehbehinderte ausgestrahlt werden, wenn man so will. Wie hat sich das verändert? Was gibt es alles für verschiedene Tools heute, wo du tagtäglich brauchst? Es hat sich... Ja, das ist eine gute Frage. Im Grunde hat sich recht viel verändert und gleichzeitig auch überhaupt nichts. Es hat sich viel verändert, weil die Technologie wahnsinnig viele Schritte hat vorwärts gemacht. Wenn ich an meine Hilfsmittel denke, dann denke ich vor allem daran, dass ich heute viel weniger Spezialgeräte brauchen kann und viel mehr sogenannte Mainstream-Lösungen verwenden kann. Insbesondere etwas, was ich recht Fan ist mein iPhone, mein erstes iPhone. Ja, das habe ich jetzt vor 10 Jahren gehabt. Das ist fast kein Unterschied, wenn Himmel hergeht. Aber ich finde, das war schon ein rechter Unterschied gewesen. Das iPhone war eines der ersten Smartphones, die Blinde kaufen konnten und wo unser Hilfsmittel, das wir brauchen, der Screenreader, bereits drauf installiert war. Also, das iPhone war eigentlich das erste Handy, das ich im Laden gekauft habe, wie eine normal sehende Person auch. Und ich konnte es auspacken und einrichten, ohne eine sehende Person um Hilfe zu bitten und auch ohne, dass ich mir eine zusätzliche Software drauf installieren und auch nichts speziell dafür zahlen. Also es war eigentlich eines der ersten inklusiven Smartphones, die es überhaupt gegeben hat. Und dann, dass das iPhone ein Touchscreen hat, das hätte ich vor 10 Jahren auch noch gesagt, dass das niemals möglich wäre. Vor 10 Jahren haben wir die ganzen Touchscreen-Sachen immer noch wahnsinnig besorgt. Ich habe einfach nicht gewusst, wie ein Blinder jemals damit arbeiten soll. Und jetzt habe ich selber eins und arbeite mit dem Touchscreen und verwende auch wahnsinnig viel einfach die normalen Apps wie alle anderen auch. WhatsApp funktioniert oder Facebook, Twitter. Ich tue im Le-Shop einkaufen etc. So gesehen ist es mainstreamiger geworden.
Zum Teil ist mehr passiert, was Zugänglichkeit angeht, also rechtlich gesehen. Die Schweiz ist zum Beispiel der UNO-Behindertenrechtscharta beigetreten, wo uns eigentlich das Recht gibt, am sozialen, gesellschaftlichen Leben so dürfen teilzunehmen wie alle anderen auch. Im Hinblick darauf hat zum Beispiel die FIFA, ich glaube, jetzt muss ich schauen, dass ich die Organisationen nicht durcheinander bringe. Die FIFA oder mindestens die Swiss Football League hat gesagt, dass sämtliche Fußballstadien müssen barrierefrei zugänglich werden. Und in diesem Zug haben sie dann eben auch die Geschichte gemacht mit den barrierefrei gestalteten Fußballmatchen, wo sie uns das Mandat geben, für das audiodeskriptiv zur Verfügung zu stellen. Was gleich ist geblieben, und das ist ein bisschen traurig, ist, und gerade in der Schweiz finde ich, obwohl wir heute wahnsinnig viele Tools haben und obwohl es einfacher wird, Apps, Services oder was auch immer für Menschen, die nichts sehen oder andere Behinderungen zugänglich zu machen, tut sich die Schweizer Unternehmung, die Durchschnittsunternehmung immer wahnsinnig schwer mit Barrierefreiheit. Also es ist immer noch ein hoher Kampf und leider kann ich dir immer noch die Mehrheit von Beispielen aufzählen von Sachen, die einfach nicht funktionieren oder die auf unsere Bitte, das doch bitte ein bisschen barrierefrei zu gestalten. Wir machen es ja schon, wenn es nichts kostet, zurückkommt. Und so gesehen findet auch Diskriminierung leider nach wie vor immer noch statt. Ist das für dich, wie fühlt sich das, also ist das für dich frustrierend oder wirst du da hässig oder also wie muss ich mir das vorstellen oder ist das irgendwie sogar eher etwas Trauriges, also was sind das für Emotionen, wenn du auf so Dings stossest? Ich glaube, das sind alle Emotionen, die du jetzt genannt hast. Zum Teil macht es mich traurig, also ich fühle mich auch nicht wirklich auch ausgeschlossen, im wahrsten Sinne des Wortes. Es tut nie gut, wenn einem ein Unternehmen mehr oder weniger die Blumen durchsagt, «Los, wir wollen dich einfach nicht» oder «Du bist uns das nicht wert» und so. Zum Teil frustet es mich auch, weil es gibt auch Unternehmen, die irgendwie einen auf barrierefrei machen, aber wenn man dann genau her schaut, merkt man, das Einzige, was sie wollen, ist irgendwie mit dem Gesetz übereinstimmen. Also sie machen quasi das Minimum. Die können auch noch sagen, ja, wir erfüllen ja das Behinderungsgleichstellungsgesetz, aber unsere eigentlichen Bedürfnisse nehmen sie uns nicht ernst und so. Und es ist auch Frust drin, weil ich finde, wenn ich ein Sehender wäre und wenn ich einen Programmfehler melden in einer App, dann ging das wahrscheinlich ein paar Wochen und dann wäre der behoben. Aber weil ich der Blind bin, gibt es ganz viele Unternehmen, die sagen, ja, nein, wir haben Barrierefreiheit leider nicht in unserem Konzept und wir kommen auf euch zurück, wenn wir in 14 Jahren mal ein Redesign machen. Das ist wahnsinnig frustrierend. Also gibt es denn überhaupt heutzutage Feedback-Mechanismen, wo du jetzt kannst sagen, also weißt du, vielleicht automatisiert sogar in einer App rein, wo du kannst sagen, hey, das hat überhaupt nicht funktioniert oder ich will das und das verbessern? Oder wie kommen die Firmen zu dem Feedback von den Apps, die du zum Beispiel benutzt? Es gibt verschiedene Geschichten. Also es gibt auch im App-Bereich, genauso wie auch im Internet-Bereich, gibt es sogenannte automatische Test-Tools. Die kann man als Developer quasi durchlaufen und kann sich quasi sagen, da und da und da findet der Roboter, der das analysiert, quasi einen Fehler. Du weisst, weil du vom Fach bist, dass man diesen Testtools nicht 100%ig kann und darf vertrauen. Aber ich finde, sie geben schon mal einen recht guten Überblick, was könnte sein, und sie tun mögliche Fehlerquellen anstoßen. Am Schluss ist natürlich, wenn es um Apps geht, genauso wie um Webseiten, das Feedback von eigentlich betroffenen Personen wichtig. Also da ist schon wichtig, dass sich das Unternehmen dann quasi sagt, ja, wir machen einen Benutzertest und schön wäre es dann halt, dass sie würden sagen, ja, wir wollen in diesem Benutzertest auch gezielt Menschen mit Behinderungen involvieren, damit die auch ein spezifisches Feedback geben können. Bis sie das machen, es sind Testtools und es gibt auch Richtlinien, die man auch verwenden kann. Und ich finde, gerade wenn ich da ich ein iPhone-Anwender bin, weiss ich es vom iPhone am besten. Also Apple tut in seinen Developer-Guidelines sehr intensiv darauf hinweisen, macht eure Apps bitte zugänglich. Und sie zeigen auch auf, wie man das nachher macht, wie man Accessibility Properties hinzufügt. Und das ist nicht mehr so schwer, wie es früher mal war. Und wo hast du das Gefühl, hapert es am meisten? Also weißt,
jetzt, dass das weitergetrieben wird? Also, was sind die Argumente, die du so ein bisschen hörst? Oder vielleicht zu dir direkt hörst? Oder vielleicht auch so ein bisschen durch Blumen? Was hast du das Gefühl? Also, können sich die Leute nicht mit denen identifizieren? Oder es ist einfach oder ist es Geldfrage? Oder... Es hat immer noch erstaunlich viel, und das nervt mich persönlich, weil ich halt wirklich, ich finde, ich bin eine recht laute Stimme in diesem Kampf für Barrierefreiheit. Aber ja, es ist immer noch so, dass sehr viel eigentlich aus Ignoranz heraus passiert. Also sehr viele Entwickler wissen schlichtweg nicht, dass blinde Leute ihre Anwendungen nutzen. Ja. Und dann... Aha, sogar schon. Also, dass man das einfach nicht einmal sich auf dem Radar ist. Ja. Und dann informieren sie sich vielfach nicht. Also es gibt ja wie 2 Arten von Ignoranz. Quasi unbeabsichtigte, also man weiss es einfach nicht. Und das kann ich noch verstehen. Ja. Also ihre Art, wenn man halt in seiner sehenden Welt lebt, dann braucht es halt schon auch ein bisschen ein Denken, bis man auf die Idee kommt, ja, was mich jetzt ein Blinden? Ja. Das kann ich noch verstehen. Aber dann geht es dann weiter, wenn sie dann mal wissen, sie haben blinde Anwender, dann kommen dann wahnsinnig viele Vorurteile, wie eine aktive Ignoranz, wo man halt einfach nicht genau schaut. Also ich habe immer noch, ich bin mit einem App-Entwickler aus Kanada in Gespräch, und der will mir einfach nicht glauben, dass er nicht eine extra Sprachausgabe in seine App einbauen muss. Also er glaubt nicht, oder er kann das nicht realisieren, dass auf dem iPhone bereits eine Sprachausgabe drauf ist. Und dass er nur müsste wie die Buttons in seiner App für die Sprachausgabe zugänglich machen. Im Moment hat er immer noch das Gefühl, ja, wenn wir eine App für die Blinden machen wollen, dann müsste man nachher dafür sorgen, dass sämtliche Funktionen bis zu jedem kleinsten Detail mit Siri zugänglich machen. Und es gibt eine hure grosse Liste. Ja. Und I agree, ich sage, es gibt eine hure grosse Liste, aber die müsst es gar nicht so machen. Es geht einfach nicht so. Und dann, was habe ich schon gehört? Ich bin besonders dankbar, dass jetzt heute die LeShop-App geht, weil von denen habe ich, bevor sie zugänglich wurde, ist wirklich ein jahrelanger Kampf gewesen. Da ist wirklich zurückgekommen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir melden uns, wenn unsererseits Interesse besteht. Also da kommt dann quasi die Schiene, ja, für so wenig Blinde können wir das nicht machen. Und da kommen dann auch die Finanzen, wie du gesagt hast. Und sehr viel kommt halt wirklich auch das Feedback, so, wir haben auch gar keine blinden Anwender oder unsere App kann von Blinden nicht bedient werden. Also, aber meistens ist es fehlende Information und sehr, sehr häufig auch fehlende Sensibilisierung und einfach ohne Glauben, so viele blinde Anwender vom Internet gibt es gar nicht. Und also hast du das Gefühl, es hapert eigentlich schon bei der Awareness überhaupt, oder? Also nicht einmal bei der Umsetzung unbedingt, sogar nur schon, dass die Leute sich überhaupt mit dem Thema auseinandersetzen oder überhaupt mal von dem hören vielleicht sogar. Ja, die Awareness, die fehlt wirklich grundsätzlich immer noch. Und das ist sehr frustrierend, weil ich mache das mit der Barrierefreiheit jetzt schon 14, 15 Jahre. Ja. Und ich werde auch heute wieder, ich gehe später an eine Hochschule vorbei und ich gehe denen meinen Laptop zeigen und die können hören, wie es tönt, wenn ein Blinder ins Internet geht. Und das wird sie wahnsinnig faszinieren. Ja. Und für mich ist es ein bisschen frustrierend mit der Zeit. Also, ich habe das immer gerne, Leute zu faszinieren. Ich rede so gerne mit dir, verstehst du? Aber im Grunde genommen, Himmel, Herrgott, wir sind schon seit 15 Jahren da. Und warum gibt es Leute, die das immer noch nicht wissen und die immer noch so tun, wie das speziell wäre? Also, für mich und für 320 Sehbehinderte und Blinde sind die Hilfsmittel einfach alltäglich im Einsatz. Und das ist doch nicht mehr so speziell. Aber offensichtlich doch. Und woher siehst du, dass die Lösungen vor allem kommen? Aber ist das von euch, oder? Also von so Gruppen, die du vorhin erwähnt hast, wo du auch Teil davon bist? Ist das vom Bund? Ist das von Firmen zum Teil? Also woher kommt der Change, also der Wechsel, den du vorhin angesprochen hast? Das ist eine gute Frage. Es sind wahrscheinlich verschiedene Faktoren. Ich weiss, dass der gesetzliche Hammer, der hat schon sehr viel Veränderung gebracht. In der Schweiz noch nicht wirklich so.
was Apps und Webseiten angeht, in anderen Bereichen wirkt in der Schweiz das Gesetz ja gut. Aber der ÖV wird immer ein bisschen barrierefreier und so. Das ist gut. Aber ich weiss zum Beispiel, dass wir sehr dankbar sein können, dass in den USA das Gesetz für Menschen mit Behinderungen relativ strikt ist. Und ich vermute, dass zum Beispiel, dass wir heute iPhones im Laden kaufen wie alle anderen auch. Das hat, glaube ich, sehr fest mit dem Gleichstellungsgesetz in den USA zu tun. Ich habe gerüchteweise gehört, dass es dort wirklich einen Gesetzesparagraph gegeben hat, wo hat gesagt, wenn euer Produkt nicht von Blinden bedient werden kann, dann wird es nicht mehr eingesetzt in der amerikanischen Bundesverwaltung. Und scheint hat das nachher einen Change wirklich gebracht. Und das tut natürlich dann überschwappen, eben die grossen Konzerne, Microsoft und so, die verpflichten sich jetzt auch bewusst für Accessibility. Und das Schöne daran ist, dass die Unternehmen jetzt wirklich alle auch mehr machen als die kleinste mögliche Lösung. Ja. Also, und das ist eigentlich etwas Schönes, aber da wird es dann wieder anders. Aber da geht es nicht über das Gesetz raus. Da kommt nachher jetzt quasi die Firmenphilosophie und das sind die grossen Firmen, die sich wieder dafür einsetzen. Google, weiss ich, hat das Accessibility-Team, bei Facebook ist eins dran, bei Microsoft und bei Apple eben auch. Und ich glaube, das bewirkt auch sehr viel. Und dann gibt es so die kleinen Unternehmen, wie zum Beispiel unser Projekt Blind Power in der Schweiz, wo quasi sagt, wir sind betroffen und wir wissen genau, wie dass man die Fußballspiele für uns zugänglich macht. Also bieten wir das am besten auch selber an. Ja. Oder kleine Firmen, die sich das dann auch speziell auszeichnen. Auf meinem iPhone habe ich ein paar Apps von eher kleinen Unternehmen, die einfach sagen, sie das schauen wir noch ganz schnell an, dass Blinde und Sehbehinderte ihr Zeug können brauchen können. Die werden dann auch häufig ausgezeichnet von Apple mit Design Awards und so. Ja. Das ist schon cool. Also, so gesehen geht es wirklich in beide Richtungen. Die grossen Konzerne machen viel, die kleinen machen auch viel. Es ist wie in einem guten Kampf. Und ich meine jetzt also viele, die jetzt hier zuhören, sind ja aus der UX- und Usability-Branche. Und jetzt, wenn ich jetzt heute, ich habe jetzt eine App oder ich habe eine Webseite oder ich habe einen Service oder ein Produkt, jetzt aus deiner Sicht, wie gehe ich als UX-Designer oder als UX-Researcher vor, wenn man noch nichts hat? Also wo gehe ich hin? Wo kann ich mich informieren? Was sind die ersten Schritte, wo du kannst sagen, also wenn er die 20% macht, habe ich 80% von der Benefits habe ich schon. Also wo fange ich da an als UX da? Muss ich gerade überlegen. Also zuerst mal ist es lobenswert, dass ein UXler am Anfang sagt, ja, er will wirklich ein barrierefreies Produkt machen. Ja. Ich würde dann noch sicherstellen, dass alle wirklich dahinter sind. Ich finde, Barrierefreiheit, Accessibility ist nicht nur eine Frage von User Experience. Das geht nicht auf. Ich finde, Barrierefreiheit soll als Chefsache wirklich entschieden werden. Wir wollen für alle. Es gibt so ein Sprichwort: If it is not ready for everyone, it's not ready for anyone. Und wenn man das zum Grundsatz macht, dann wären sehr viele Produkte einfach noch gar nicht auf dem Markt. Aber es wäre ein sehr spannender Grundsatz, wo ich finde, ja, wäre eine hübsche Geschichte, wenn das Unternehmen so würde leben. Man kann sich zum Beispiel mal, wenn es um eine Webseite geht, gibt es Guidelines, Web Content Accessibility Guidelines. Das ist so ein Set, das ist jetzt gerade in der Version 2.1 erschienen. Das ist wie ein Set von etwa, ich glaube 80 Richtlinien, die beschreiben, wie muss eine Internetseite dargestellt sein, dass sie für alle Menschen zugänglich ist. Da hat es so, wenn es um die Blinden geht, hat es so triviales Zeug drin. Quasi, wenn du ein grafischer Inhalt ist, sorgt dafür, dass er auch mit einem anderen Sinn erfahrbar sein kann. Ja. Zum Beispiel durch eine Grafikbeschreibung. Ja. Das ist wahnsinnig schwammig, ist aber sehr essentiell. Da könnte zum Beispiel ein User Experience Designer sagen, aha,
Ich kann also, wenn ich darstellen will, ob mein Kurs ausgebucht ist oder nicht, reicht es nicht, wenn ich einfach ein rotes oder ein grünes Männchen her tue, sondern ich muss dafür sorgen, dass das rote Männchen ein bisschen traurig reinschaut mindestens und das grüne ein bisschen glücklich. Oder bei den Blinden wäre es halt, dass man beim roten Männchen einen Alternativtext hinzufügt, der heisst, der Kurs ist ausgebucht, beim Grünen, die Plätze sind noch verfügbar. Das sind so kleine Sachen, die man am besten lesen. Und dann tut man am besten plattformabhängig noch schauen. Eben, Apple gibt auf seinen Developer Center sehr schöne Beispiele, wie dass man Zeug zugänglich machen kann. Und dort haben sie ja sehr schöne, da kann man auch entscheiden, wie weit man gehen. Es gibt ein paar Referate, was darum geht, making excellent accessible applications, wo sie dann quasi sagen, wie weit das man gehen kann. Und also wenn jetzt ich das App habe und ich gehe nach den Richtlinien, wenn du sagst, eine Checkliste, wenn ich die Checkliste abgearbeitet habe, ist das nachher eine App, die du dann kannst benutzen. Also auch wenn es so trivial wie es auch wäre, aber du könntest das dann benutzen, oder ich bin ziemlich sicher, man könnte der allergrösste Teil könnte man schon benutzen. Now, wenn man auf sicher geht, tue ich eben nach wie vor Zusammenarbeit auch mit Menschen, die selber betroffen sind, empfehlen, also dringend empfehlen eigentlich. Und wir sind ja hier an einem Ort, wo User-Testing auch durchführt. Und das würde halt eben heissen, dass der Designer quasi sagt, ja, er möchte aber gerne noch eine Handvoll Menschen mit Behinderungen auf seine App loslassen und quasi schauen, können die mit dieser App schon arbeiten oder nicht. Aber dann ein Mittelding, das man auch machen kann, ist die Tools, die wir verwenden, die Bildschirmleser oder die Vergrößerungssachen, die gibt es alle im Internet. Viele von denen sind gratis, also quasi in jedem Apple Mac, in jedem Windows und in jedem Android und in jedem iPhone hat es bereits einen Bildschirmleser drin, der gratis funktioniert. Man kann das auch gerne mal als Designer oder als Entwickler selber anwerfen und schauen, kommt man da nachher. Aber es ist natürlich, das Blöde ist natürlich, die Hilfsmittel sind wahnsinnig komplex. Und wenn man nicht jeden Tag damit arbeitet, dann vermittelt das vielleicht der falsche Eindruck. Darum sind, glaube ich, die Betroffenen schon die wahren Experten. Siehst du, also wirst du oft eingeladen zu, oder hast du das oft gesehen, vielleicht auch mit anderen Leuten, dass sie eingeladen werden in eine Firma, um das dann wirklich zu testen? Oder bist du auch schon an User-Tests selber gewesen? Ich war schon an User-Tests, aber die sind ausschliesslich alle nur in Bezug auf Barrierefreiheit gewesen. Und ich muss sagen, dass die allermeisten von diesen Tests, das hat mich halt immer ein bisschen enttäuscht, sind quasi so als Add-on hinten nachgeschoben worden. Also quasi, was ich sehe, wenn jetzt eine grössere Schweizer Firma ihre Webseite hat fertig gehabt, dann sind nachher im Nachhinein noch, oh Mist, wir sollten ja noch zugänglich. Und dann haben sie ein paar Bereiche gemacht und haben nachher uns noch aufgeboten und gefragt, könnt ihr jetzt mit dem arbeiten oder nicht. Und also so ein bisschen das Zweitklassige halt, das habe ich nicht besonders angenehm gefunden, aber ja. Also Dings siehst du selten, dass du am Anfang mit einbezogen wirst und nachher eigentlich von Grund auf eine App oder die Webseite so gestaltet ist. Das ist nicht so oft der Fall. Also jetzt in deiner Erfahrung natürlich. Ja, nein, in meiner Erfahrung, also jetzt man muss noch sagen, dass ich persönlich mit meiner Selbstständigkeit ist so, ich mache nicht wahnsinnig viel Werbung für mich, ich bin überhaupt nicht gut darin, mir irgendwie jemanden gross zu empfehlen und zu präsentieren. Darum bin ich jetzt nicht mehr so viel bei eigentlichen Testings dabei gewesen in den letzten Jahren. Darum hat sich das möglicherweise geändert. Aber ich glaube, wenn ich zurückdenke auf die Zeit, als ich noch bei Zugang für alle war, es hat schon auch gegeben. Es hat wirklich, wir haben, glaube sehr, sehr gute Zusammenarbeit zum Beispiel mit der Schweizerischen Post gehabt. Die sind zwar, da muss man sagen, auch wieder eben gezwungen worden durch einen Gesetzesartikel, aber die haben tatsächlich uns recht häufig mit Prototyps von Apps und so angefragt und geschaut, ob wir die könnten anschauen und auf die Zugänglichkeit auch helfen optimieren. Aber sehr viel, ist wirklich so ein Nachgedanke. Halt. Ja, kannst du uns vielleicht jetzt mal ein paar so Apps zeigen, wo du irgendwie also wir können es vielleicht nicht auf dem Bildschirm zeigen, aber einfach, dass
mal kannst du irgendwie eine App aufmachen und jetzt so... Also ich könnte probieren, aber das kannst du je nachdem rausschneiden, wenn ich das so offeriere. Ich könnte probieren, hier auf dem iPhone den Videorekorder zu starten, dass es dann wie je nachdem könnte synchronisieren und nachschneiden. Aha, also wo es dann das Handy aufnimmt, oder? Ja, genau. Ja, komm, das können wir mal probieren. Mal probieren und probieren's, ja. Da wir heute eine Demo machen und der Demo-Effekt gilt, wird es nicht funktionieren. So. Wir probieren es. Also jetzt gleich mal... Jetzt hat es dann nämlich extra Punkt, da ist Bildschirmaufnahme. So. Und jetzt behauptet es, jetzt wird der Bildschirm aufgenommen. Ich tue jetzt mein Handy noch ein bisschen langsamer einstellen, damit man es besser versteht. Ja, ich wollte jetzt gerade fragen, also wie muss ich... Was machst du jetzt am Telefon? Also du hast das Telefon aufgenommen, also das Telefon in die Hand genommen und genau. nachher, was sehen wir jetzt da, oder was hören wir da? Man sieht jetzt eigentlich meinen Home-Bildschirm und das funktioniert jetzt so, dass mein iPhone immer, wenn ich den Bildschirm berühre, tut es nicht einen Klick auslösen wie bei euch, sondern es tut laufend das aufzeigen, mir sagen, welches Objekt sich unter meinem Finger befindet. Also es erlaubt mir eigentlich, wie wenn ich physisch den Tisch anschaue, quasi, erlaubt es mir, den Bildschirm zu entdecken. Dann höre ich, dass ich oben links meine Nachrichten habe. Ich muss noch ein bisschen lauter stellen hier. Nachrichten. TVH-Klient. Ich höre das so schnell, ich höre das eben gar nicht. Genau. Also, hast du dich einfach daran gewöhnt? Ich habe mich daran gewöhnt, ja. Und das wird noch vielen Blinden nachher gesagt, dass die ihre Handys so hure schnell... Aber für mich ist es wie Metal hören, da versteht man am Anfang auch kein Wort und irgendwann merkt man, der schreit den richtigen Text und so. Wir machen es jetzt ein bisschen langsamer, damit wir da auch hassen. 65%, 55%. So, etwa so. Jetzt hören wir noch einmal. Nachrichten. So, jetzt wird es verständlich, oder oben rechts? 20 Minuten. Ein neues Objekt. Aha, okay. Der App Store und so weiter. Und das ist jetzt das die Software, die auf dem Handy läuft, oder ist das noch ein spezielles Case oder so etwas? Nein, das ist das Case ist so ein Schutzcase. Okay. Wenn der Krieg kommt, genau, das ist ready Vision. So. Okay. Ja, genau. Okay. Nein, hier ist ein normales iOS 12.3.1 installiert und das Einzige, was ich gemacht habe, ist eben der Bildschirmleser aktiviert, der heisst VoiceOver. Das können alle das auch mit einem Siri-Befehl anlassen, quasi der Siri sagen, aktiviere VoiceOver und dann fängt es schon an zu schwätzen. Aber das ist jetzt zum Beispiel interessant, oder ich hätte jetzt gedacht, dass jetzt, also benutzt du jetzt Siri überhaupt? Also benutzt du das viel? Ist das Siri verwende ich auch. Ist das praktisch oder ist das noch nicht so weit? Oder? Ich verwende es eher limitiert. Ich verwende es ab und zu zum Diktieren von Textnachrichten. Ja. Ich verwende es 2, 3, 4 Mal am Tag zum Programm starten. Aber ich verwende es nicht exzessiv. Ich verwende es auch nicht besonders gerne. Ich bin immer noch der, der... Oh, jetzt will es mir schon wieder abstellen. Ich bin immer noch der, der lieber von Hand quasi das Zeug analysiert und es von Hand aufruft. So gesehen, Siri ist also nicht das Mittel für die Blinden, sondern das Mittel für die Blinden ist wirklich, dass wir dank VoiceOver den Touchscreen so gut bedienen können. Seite 3 von 6. Kann ich das mal zeigen? Wir haben vorhin kurz darüber geredet, dass wir je nachdem, ich gehe ganz gerne beim Le-Shop einkaufen. Nachdem ich sehr lang, am Schluss haben sich dann noch die Medien für den Fall interessiert und dann ist der Medienbeitrag gekommen und plötzlich ist der relativ schnell gegangen. Und das ist wirklich jetzt gut gekommen. Da kann ich wirklich sagen, das ist eine extrem gute App. Und die ihr da zuhört und zuschaut, ihr seht das nicht, aber er hat wirklich 3, 4 Seiten, oder wie viel hast du, und voll mit Ordnern und Apps. Also, das ist auch ein der Nerd in mir. Ich probiere halt sehr gerne Zeug aus und da hat es relativ viel Plunder, die ich nicht so viel brauche. Aber ich habe einen ganzen Ordner für Dänemark mit allen ÖV-Apps von Dänemark drin, wo ich sehr gerne dorthin reisen und so. Also gut, wir sind jetzt im Le-Shop-App rein, ja. Genau. 0.00 Scanner. Und jetzt hat es, wenn ich jetzt mit dem Finger auf die unterste Ziele gehe, dann finden wir so die Tabs, die Register quasi. Auswahl, Suche, Taste. Dann haben wir Suche, Scanner. 0.00 Franken, Taste. In der Mitte steht, dass ich noch nichts in meinem Körbli habe. Meine Listen, Taste. Meine Listen Profil, und Taste. Profil. Und
Ich finde die Funktion mit den Listen immer ganz gut, weil ich hoffe ja nicht jedes Mal wahnsinnig viel neues Zeug. Ach so, Das heisst, ich gehe einfach zum Beispiel da in die Listen und dann suche ich mit dem Finger den Punkt meine Lieblingsprodukte. Meine Einkaufsliste, meine letzten Bestellungen, 10, haben wir meine sie? Lieblingsprodukte, Da offen haben wir 94 sie. Produkte. Dann tue ich die quasi so andingsen und dann kommt das Zeug, das ich Ah, sehr dann hast du häufig- schon wie so deine Vor... Genau. Quart Himbeer Und 2 dann, X105, was weiß ich, kann ich- Zeit, Gruyère Rezent, Schweizer Hartkäse, Vollfett, aus Rohmilch Rezent, 350 Gramm, 600 Gramm, 7,15 Franken. Ah, okay. Das- Aber jetzt zum Beispiel, da ist es zum Beispiel lustig. Bei dem grünen Rezent, es ist 7,15, aber der Rabatt zeigt es jetzt nicht an. Also du weißt jetzt nicht, ob es günstiger ist oder nicht. Zum Beispiel. Gruyère komm, wir lassen ihn mal. Schweizer Hartkäse, Vollfett, aus Rohmilch Rezent, 350 Gramm, 600 Gramm, 7,15 Franken. Nein, das sagt mir jetzt gar nicht von einem Rabatt. Das, siehst, das merke ich, wenn ich es allein teste, natürlich nicht. Aha, ja. Da müssen wir jetzt als Sehende quasi sagen, oh Mist, da ist ja eine Information, Ja. die uns noch nicht vermittelt Wo wird. noch nicht genau. drin ist. Und jetzt, Ja. wie muss ich mir das... Wie ist jetzt das vorher gewesen? Also jetzt ist es so, jetzt liest er alles vor und wie ist es denn vorher Es gewesen? hat wirklich mal eine Zeit gegeben, wo einfach nichts ist vorgelesen worden. Ja. Absolut. Also wo VoiceOver hat quasi eine Liste gesagt, aber statt einen ausführlichen Ding zu lesen, hat es einfach Taste gesagt. Ach so. Und es hat nicht gesagt, welche bringt Taste natürlich was. nicht viel, Genau. okay. Und jetzt hier, wenn ich jetzt das möchte ins Einkaufskorb tun, Einkaufskorb beifügen. Taste. dann hat es Kalender. da, oh schau, jetzt kommt da mein nächster Termin Mitteilung. drin, genau. Kalender. In 2 Stunden. HSR Accessibility Referat. Heute um 15. Oberseestraße 10. Löschen. Ja gut, das Ja, ist Moment fair. genau, okay. Excuse, aber nein, ist Aber zurück. dann weißt du, wo du hin musst, genau. Einkaufskorb Dann, beifügen. dann habe ich jetzt Taste. hier den Einkaufskorb beifügen und dann tippe ich den Eins Produkt in Ihrem Einkaufskorb. und das wird dann super aktualisieren. Da sehe ich unten bereits 7,15 Franken. den neuen Taste. Preis. Ah, okay. Und da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Ja, Also was kannst du jetzt alles machen? Also wenn du jetzt am Morgen aufstehst, nachher 13:04. gehst du auf den Zug, du bist ja mit dem Zug hier angekommen, Ja. das machst du auf Nicht SBB. stören. ja. Ticketlöser, Map. Ja, genau. Okay. SBB, gut, ich habe ein GA, das heisst, da brauche Ja, das ich ist nicht noch besonders praktisch, viel. ja. Aber meine Gut. Fahrplanteile sind sehr häufig. Da ist zum Beispiel ein Accessibility-Problem, das auch ständig besteht, ist, ich wohne ja in Bern, wie man hört, und ich habe in meinem Homescreen habe ich die App von Bern Mobil, die heisst ÖV Plus. Und die verwende ich ab und zu, allerdings ist die eben dann wieder eher mühsam zugänglich. Ich kann dir auch wieder zeigen, warum. Fahrplan. Taste. Ich bin in einer Haltestelle namens Fischermätteli daheim und Ja. ich muss halt häufig am Bahnhof, darum habe ich dann noch immer die Verbindungen. 13, 7, 13, 10, 13, 17, Bern, Bahnhof, Bern, Fischermätteli, an, 13, 14, Ah, das macht natürlich gar keinen 13, Sinn. Es tut gar nicht in 20. einem... Ganz 13, genau. 24, Dauer, 0, 7, Aber es wäre wieder einfach. Ja. Man müsste nur C, die Lesereihenfolge anpassen. Genau, ja. 6, 0, 17. Und wenn sie, ich glaube, es liest einfach, es liest alles zielweise statt Ja, spaltenweise, es liest aber das ist es das liest Problem. es vertikal Ja, statt horizontal. ganz genau. Das ist das Problem. Und es wäre nicht so schwer. Aber aufgrund dessen, dass vom Berner Bahnhof ans Fischermätteli fahren genau 2 Linien. Das heisst, wenn man ein bisschen mit dem Zahlenchaos mal umgeht, dann geht es dann schon. Aber Ja, ja. man fühlt sich einfach nicht wohl. Ja. Für gröbere Verbindungen nehme ich dann die SBB-App. Die funktioniert jetzt zum Beispiel recht gut. Such 100 B. Wo haben wir es? SBB. Mein Bahnhof, SBB Mobil, mein Bahnhof, SBB Nein, das Mobile. ist die SBB SBB Mobile App. Zur Genau. vorherigen Ansicht. Ah, da ist jetzt schon eine offen, genau die Verbindungen, die ich habe geschaut habe, wie ich dann von hier nach Rapperswil komme. Abfahrt 14:54 Uhr auf Gleis 1, Ankunft 15:52 Uhr, Richtung Zug. Dauer 58 Minuten, zweimal umsteigen. Belegung in der ersten Klasse, niedrig. Belegung in der wow, zweiten Klasse, okay. sehr hoch. Ja, da zeigt es jetzt eigentlich alles an. Also, oder es zeigt Ja, dir eigentlich alles. ja. Zwischenverbinden, also nein, wenn du umsteigen musst, zeigt es dir jetzt nicht. Und auf welchem Gleis. Zur Sieht man vorherigen aber, wenn man Ansicht so an. schaut, ne? 14:54 So. Uhr von Zürich-Wedikon auf Gleis 1 mit S24 20.455 Richtung Zug. Ankunft 15:08 Uhr in Talwil auf Gleis 4. Belegung in der ersten Klasse niedrig.
Belegung in der etc. Also mehr will man ja auch gar nicht wissen. Ja, ja. Und dann kann man weiter. Umsteigen von Talwil nach Talwil. Ab 15 So, Uhr und dann geht's 21 weiter. von Talwil auf Gleis 4 mit RE 3477. Und so weiter. Also, das, ich finde, das haben sie recht exzellent So gelöst. vorher- Der Accessibility-Spezialist, oder nein, es ist glaube ich mehr der alltägliche Anwender, der findet zum Beispiel Probleme. Der findet zum Beispiel bei dieser Verbindung, die ich jetzt fokussiere, ein Problem. Achtung, musst schauen, was es da zuerst liest. Man möchte eigentlich sofort wissen, wann fahrt sie, aber stattdessen macht es... Aufgrund der aktuellen Betriebslage, Verspätungen und Störungen bieten wir Ihnen diese zusätzliche Verbindung an. Da sich die Betriebslage laufend 10 ändern kann, Sekunden. empfehlen wir Ihnen, Ja, die ja. Verbindung kurz vor Reisebeginn nochmals abzufragen. Du bist Ja. einfach so am Bitte Warten, beachten ja, Sie, ja, ich dass habe es Ihr gecheckt, ist Fahrausweis gut. grundsätzlich die Nutzung aller Ja, Reisewege es einschließt. ist immer noch am Abfahrt Kleidruck. 14:56 Und jetzt liest es. Okay, ja. Das haben wir per Twitter zum Beispiel rückgemeldet. Sie haben gesagt, Ja. dass an dem arbeiten sie noch. Das, Okay, das wird okay. also behoben. Aber das ist eben super spannend zu sehen und ich habe auch das Gefühl, dass viele, die in dem Beruf arbeiten, auch gar nie so Exposure haben zu so Ja. oder zu so und eben Ja. zum Beispiel, ich hätte jetzt auch nicht gewusst, dass man nur kann das Accessibility Feature anstellen und dann kann das jeder benutzen. Ja, Das ist wirklich, es ist wahnsinnig cool und das gibt es eigentlich jetzt wirklich für jedes System Ja. mit mehr oder weniger gut ausprägt. Und mal, probiert das aus. Es gibt auch noch andere Accessibility-Features. Es gibt wirklich ganz viel. Es gibt auch meine beste Freundin, die ist sehbehindert. Sie braucht jetzt zum Beispiel nicht nur Voiceover, der Leser, sondern sie braucht auch noch Zoom. Das ist so eine Vergrößerung, die sie halt aktivieren und den Bildschirminhalt wahnsinnig stark vergrößern. Und es gibt noch andere Sachen, es gibt noch für Farbenblindung gibt's noch Sachen, wo das iPhone dann quasi auf schwarz-weiß umstellen. Ja. Es gibt Sachen, die es dann invertieren, damit das Helle dunkel wird und so. Es gibt ganz viele verschiedene. Und das ist nur für was die Augen angeht. Dann haben sie noch ganz viel für die Ohren und für Leute, die mit den Händen je nachdem Mühe haben sie auch noch Sachen drin. Was ist denn jetzt heute für dich das Frustrierendste? Also, weißt du, im tagtäglichen Leben, wo du jetzt findest, irgendwie, weißt du, es wäre ja gar nicht so schwierig, aber so, weißt du, so 1, 2 Sachen, wo du irgendwie findest, dass wir das noch nicht angebracht haben, ist irgendwie ein bisschen traurig oder so. Oder? Das ist eine gute Frage. Ich bin wahnsinnig schlecht darin, quasi so auf frustrierendst so Ranglisten zu machen. Zumal so meine oder quasi ja irgendwie es ist halt ich entscheide häufig nicht, ob ich etwas mache, jetzt ob's mühsam ist oder nicht. Ja, Sondern ja. ich entscheide es, weil ich etwas machen will, dann mache Ja. ich es einfach. Ich glaube, das Frustrierendste, aus einer philosophischen Perspektive ist das Frustrierendste, dass man wirklich nie aufhören zu kämpfen. Man muss einfach immer und immer wieder dranbleiben. Ja. Ein Beispiel ist zum Beispiel an meiner Uni, in der ZHW, das sind wahnsinnig coole Leute und sie haben ein extrem gutes Commitment, was Accessibility angeht und die machen wirklich viel. Im Studium ist alles super. Aber Himmel, Herrgott, jetzt haben sie gerade neue so Abfalltrennkübeln aufgestellt. Weisst, mit 4 separaten Kübeln, wo man Patty einen tut und die Blechdose im einen tut. Versuch mal ohne Augen herauszufinden, was jetzt in welchen Kübel kommt. Ja. Und am Bahnhof Bern zum Beispiel hat die SBB die genau gleichen Kübel, aber die haben dann wenigstens taktile Beschriftungen. Die kann mit Ja. dem Finger drüber dingseln. Also, und das ist für mich, weil ich manchmal merke, ich bin relativ schnell relativ müde und ich habe es auch ein bisschen mit der Psyche. Ich habe eine leichte bis mittlere Depression. Und wenn die dann reinkickt, dann kann man einfach nicht mehr für Ja. sich und sein Zeug kämpfen. Das ist jetzt vielleicht auf der Ding. Auf der praktischen Ebene eben, dass Bernmobil die App immer noch nicht angepasst ist, das sage ich quasi überall, wo wir nochmal zulassen. Und das Ja. sage ich leider auch schon seit mehreren Jahren. Da weiss ich wirklich nicht, was es noch alles braucht. Was gibt es noch? Also, und dann eben andere quasi kleinere Apps, die ich ab und zu mal brauche. Manchmal kann ich Fast Food essen und rege mich dann immer auf, dass die App von Burger King oder von McDonald's oder von Domino's Pizza oder so immer noch nicht wirklich zugänglich sind. Und da muss ich dann zugeben,
ich habe denen auch noch gar nicht geschrieben, weil ich habe das Gefühl, das bringt doch nichts, jetzt da der René ist, weil da ist ja wirklich nur der eine blind und das ist halt ab und zu ein bisschen frustrierend. Also machst du das sonst noch oft, dass du Firmen einmal schreibst, also über Twitter hast du vorher genannt? Ja. Und so, also ist das, hast du irgendwie das Gefühl, das geht so ins Blaue raus, oder das Gefühl, oder Es gibt beides. Ich finde, generell ist Twitter halt für mich ein relativ ringer Kanal zum mal ansprechen. Ja. Und, es tönt ein bisschen gemein, aber es tut halt auch jetzt Öffentlichkeit regeln. Es ist halt eine öffentliche Konversation, die wir dann müssen führen. Und ich merke, dass die Antworten darauf sind, es kommen häufig Antworten und ins Blaue versanden tut eigentlich fast nichts, was ich via Twitter mache. Also es wird nicht immer gelöst. Häufig kommen auch so ja. Antworten wie Mist, das haben wir gar nicht gedacht, wir behalten die auf dem Laufenden und manchmal passiert einfach nichts und so, aber es ist immer mal zur Kenntnis genommen worden und eben meistens wird dann auch ausgedrückt, ja, es funktioniert tatsächlich nicht, aber genau. Und ich meine, wo siehst wenn jetzt so in deinem Idealfall, ich sage jetzt mal in einer perfekt accessible Welt, wie sieht das aus oder wie würde sich das für dich anfühlen? Also was müsste sich grundlegend ändern in dem Sinn? Vielleicht in einer perfekten Welt? Nein, ich glaube, in einer perfekten Welt würde ich nicht laufend daran erinnert werden, dass mir halt einfach der Sehsinn würde fehlen. Ich glaube, im Moment passiert das noch viel zu viel. Und man wird in einer negativen Art quasi daran erinnert. In einer perfekten Welt wären die Leute wahrscheinlich sensibilisiert und wüssten, dass Menschen mit verschiedenen Bedürfnissen, mit verschiedenen Fähigkeiten, verschiedenen Sinnen ihr Produkt bedienen. Und das wäre nicht immer alles so mega auf einen Prototyp Mensch, der halt perfekt funktioniert, ausgerichtet. Es gibt komische Geschichten. Ich habe kürzlich gehört, dass eine Augenklinik so ein Ticketsystem hat eingeführt. Weisst du, wo der Patient beim Reingehen muss ein Billett ziehen und er bekommt eine Nummer angezeigt und dann muss er ein Bildschirm lesen und dann muss er an die Kasse kommen, wenn die Nummer... Augenklinik, super. Ihre Augenklinik, for goodness sake. Ja. Es hat dann schon geheissen, wenn ihr blind seid und wenn bemerkt wird, wenn ihr einen Stock habt, dann werdet ihr dann persönlich empfangen und sonst geht ihr es ruhig sagen und so. Aber Himmel, Herrgott, also was sind wir hier eigentlich? Ja. Also... und es waren dann nicht sprechende Ticketmaschinen gewesen, auch nicht, sondern wirklich, also es hat irgendwie jemand ein Konzept genommen, das einfach für mich nicht ins Konzept Augenklinik hineinpasst. Und wenn so Sachen passieren, weiss ich also wirklich nicht, was denn noch fehlt. Ja, ich habe das Gefühl, also so von außen gesehen ist es wahrscheinlich oft ein Empathieproblem. Ja. Oder? Dass man sich gar nicht... es ist gar nicht top of mind, das ist vielleicht das eine. Ja. Und das zweite ist, dass es vielleicht schwierig ist für Leute, vor allem halt auch für einen Designer oder so in einer Firma, dann eben die Awareness ist ein Problem und nachher so das reinversetzen. Eben, meistens, also nehme ich jetzt an, ist ja kein Malintent dahinter, oder? Nee. Es ist ja nicht wie Nein, ich glaube wirklich, dass sich jemand vornimmt, Blinde wollen wir nicht, das gibt es zum Glück relativ selten. Da kommt mir kein gutes Beispiel in. Ich sollte es glaube auch nicht nennen, wenn ich es wüsste. Nein, es ist so eine Art passive Ignoranz, quasi es nicht wissen, aber es plötzlich auch nicht gross informieren und eben, wenn ich dann merke, dass eben selbst im Kontext von Augenkliniken so Zeug passiert, was wollte ich denn noch erwarten, dass irgendwie ein Starbucks-Kaffee eine zugängliche App programmiert, wenn es noch nicht mal in Orten passiert, wo doch die Leute himmelschreiend da sind und das so melden, hey, wir hätten im Fall das Bedürfnis, das könnte schief gehen. Gibt es denn jetzt so Vereinigungen von ob jetzt Blindheit oder
oder andere Behinderungen, wo sich dann irgendwie zusammentun und auch vielleicht so ein bisschen Aktivismus betreiben, wenn man so will. Ja, es gibt ein paar. Es gibt vor allem behindertenspezifische, wo wir in den Sinn kommen, so Selbsthilfeorganisationen. Bei uns ist zum Beispiel die eine ist der Schweizerische Blinden- und Sehbehindertenverband, eine andere ist der Schweizerische Blindenbund. Und die haben jeweils Stellen, die befassen sich mit sogenannter Interessenvertretung. Es gibt auch ein paar überbehinderliche, also quasi Organisationen, die verschiedene Behinderungen vereinen, die sich da einsetzen. Also ich frage halt so, auch so ein bisschen aus dem Grund, oder wir jetzt bei Testing Time haben auch öfters, also wir haben ja einen grossen Pool, was sind es, 300'000 Leute, glaube ich, mittlerweile. Und dort hat es natürlich auch jenste Leute von allen Farben und Grössen und Behinderungen. Und wir liefern die Leute auch dann zum Teil zu den Firmen, oder? Oder helfen den Leuten so zu testen mit gewissen Gruppen. Oder woran kann man sich wenden, halt auch, wenn man für Firmen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt rekrutieren oder so, wie komme ich Zugang überhaupt zu Leuten mit Behinderungen? Geht man da zum Verein oder geht man, also wo wendet man sich an, wenn man jetzt würde testen? Ja, das ist eigentlich ein guter Punkt. Es gibt wirklich verschiedene Organisationen. Man kann das eigentlich ganz gut so machen, dass man nach Organisationen für Menschen mit Behinderungen googelt. Eine Anlaufstelle, die ich kenne, die das eben macht, ist mein früherer Arbeitgeber, die Stiftung Zugang für alle in Zürich. Die hat ein Team und das besteht auch zum Teil aus Menschen mit Behinderungen. Ja. Das heisst, dort hat er wirklich das First-Hand, wo Zeug wirklich getestet und untersucht wird. Und dann gibt es eine andere Organisation, ich bin mir nicht sicher, wie die heisst, aber die heisst Sensability. Das ist eine in Bern. Die tut sich zwar nicht auf Testing von Webseiten und solchem spezialisieren, aber die machen ganz viel mit Sensibilisierung, und wenn ihr bei denen anfragt, dass der Testpersonen brauchen, die würden garantiert dass sie könnten ins Boot holen, jemanden, der dort mitmachen würde. Man kann aber auch, und ich weiss, dass zum Beispiel der Blinden- und Sehbehindertenverband selber das auch anbietet, das ist dann halt so ein bisschen behindertenspezifisch. Das heisst, dort hat dann einfach einen Blinden, der schaut, ist die App jetzt für Blinde zugänglich. Ja. Das könnte aber dann halt nicht gut sein, dass man die Bedürfnisse von Leuten, die einfache Sprache reden oder die motorisch behindert sind, übersieht. Aber das ist so ein bisschen ein Issue, oder? Ich meine, also es gibt so viele verschiedene Behinderungen und ich meine, wo fängt man an? Oder geht man nach, wie viel gibt es am meisten? Ja. Oder das ist auch noch eine schwierige Frage. Das ist wirklich eine schwierige Frage, ja, genau. Und ein Anhaltspunkt könnte die WCAG, die wir hatten, die Guidelines bringen. Die sind nämlich aufgeteilt in 3 verschiedene Prioritäten. Ja. A, Doppel-A und Triple-A, wo immer mehr dazukommen quasi. Und man kann sich dann zum Beispiel von denen leiten. Also was heisst das Doppel-A, Triple-A? Wenn ihr das Level A, die Konformität Level A erreicht, dann ist euer Produkt quasi von den allermeisten Menschen mit Behinderungen nutzbar. Noch nicht wirklich brillant nutzbar, aber es funktioniert immerhin. Aber zum Beispiel, wenn ihr das Level AAA möchtet erreichen, da ist dann ein Erfordernis, dass man sämtliche Inhalte oder einmal wichtige Inhalte noch in Gebärdensprachvideos zur Verfügung stellen. Ja. Das ist dann etwas, wo man merkt, das ist zwar wahnsinnig wichtig, dass man das macht, aber es ist zugegebenermaßen halt auch ein Kostenaufwand, den man muss einkalkulieren muss. Und die allermeisten Leute, die nichts hören oder nicht gut hören, die können mit einem deutsch geschriebenen Text immer noch relativ umgehen. Die brauchen das nicht unbedingt.
Also gibt es überhaupt AAA-Firmen, also gibt es Firmen, wo so zugänglich sind, dass es die Auszeichnung bekommen? Da gibt es bestimmt, aber das kann man gerade keine sehen. Ich weiss, dass in der Schweiz etwas, was man macht, ist, man nimmt das AA und tut noch ein paar zusätzliche Richtlinien aus dem Triple dazu. Das nennt man dann AA+. Okay. Das ist wie ein Mix zwischen dem Doppel und dem Triple. Und mit dieser Kompromisslösung können die meisten auch gut leben. Was gibt es jetzt in der Schweiz für ein paar bekannte, also wenn du kannst sagen, Firmen, wo das Gefühl hast, die machen einen guten Job oder sind sich am entwickeln, sind am Führen gehen, einfach wo halt auch vielleicht ein UX-Designer oder ein UX-Researcher kann sich inspirieren lassen vielleicht? Naja, da kommen wir jetzt gerade in Sinn, aber im Finanzsektor ist zum Beispiel Postfinanz, die tut regelmäßig das Zeug auf Accessibility überprüfen. Nicht alle Produkte und Projekte, die sie haben, die werden zum Teil halt auch kennzeichnet, dieses ist nicht barrierefrei. Ja. Die Credit Suisse ist auch eine der ersten Banken, die sich das mit der Barrierefreiheit wirklich komplett hat durchziehen von A bis Z. Das heisst, die sind eigentlich auch ein gutes Beispiel. Im Radiobereich habe ich mir sagen, dass swissinfo.ch sehr viel Wert legt auf Accessibility. Was kommt man noch sehen? Also es gibt auf der Webseite von dieser Zugang für alle Stiftung accessforall.ch, die haben auch immer eine Liste, weil das Coole ist, wenn man bei diesen Webseiten testen, dann gibt es am Schluss, also wenn man es erfüllt, natürlich ein Zertifikat. Und die laufend ergänzen, welche Webseiten sie haben als barrierefrei zertifiziert. Die SBB übrigens auch. Da ist auch gut, da ist ein Konflikt gewesen. Die SBB hat jetzt wieder eine barrierefreie Webseite. Leider sind nicht alle Bereiche barrierefrei. Das ist ja auch diskutiert worden unter Behinderten, dass man sich gefragt hat, ist das Zertifikat überhaupt gerechtfertigt? Ja, also es ist halt auch immer, oder, für dich, du kannst es natürlich immer nur aus einer blinden Sicht anschauen. Richtig, ja. Oder? Und dann gibt es noch, eben wie wir vorher besprochen haben, irgendwie, ich weiß nicht wie viel. Ja, genau. Ja, also sind das kategorisiert? Also eben, du hast vorhin gesagt, dass es eben die AA, AAA und dann ist man eigentlich wie ist man wie zertifiziert für alle Gruppen auf eine Art. Also was sind denn Kategorien? Was sind überhaupt Kategorien, wo man anschaut, wenn man sich anfängt mit dem Thema beschäftigen? Ich glaube, man unterscheiden zwischen den kognitiven Behinderungen, eben, da sind die Hören, die Sehbehinderung drin, wobei eben, die sind schon mal ein bisschen unterschiedlich natürlich. Ja. Dann hat man die motorischen Behinderungen. Ja. Da geht es um Leute, die entweder nur mit der Tastatur oder nur mit der Maus oder mit anderen alternativen Bedienungshilfen den Computer bedienen. Und dann geht es um Leute, jetzt weiss ich nicht, wie das Fremdwort dazu heisst. Es gibt zum Beispiel Leute, die auf gewisse Grafiken reagieren, indem sie im schlimmsten Fall einen asthmatischen Anfall haben. Also, und die sind auch noch in einer Kategorie, dass man dort quasi schaut, dass man nichts auslöst. Und dann gibt es auch noch Leute mit, ich glaube, da kann man von psychischen Beeinträchtigungen reden, die halt Mühe haben mit der Sprache. Und da ist dann wichtig, dass man Texte in sogenannter leichter Sprache zur Verfügung stellen. Möglichst ohne Fremdwörter, kurze Sätze, so solche Sachen. Und ich glaube, damit haben wir sie eigentlich recht alle, die jetzt für die Webseiten und für die Apps wichtig wären. Jetzt so Sachen wie Kindle oder so Bücher, das liest du auch so? Oder wie würdest du jetzt zum Beispiel das Buch lesen? Ja, ich tue sehr viel mit elektronischen Büchern arbeiten, also E-Books. Und da habe ich auf meinem iPhone, das mache ich meistens wieder mit dem iPhone, da habe ich eigentlich auch die populären Apps installiert. Die iPhone-Bücher-App natürlich, die ist recht gut. Amazon Kindle, der ist eher eine Zangengeburt gewesen, aber seit sie es gemacht haben, sind sie eigentlich wirklich recht gut zugänglich.
Und dann gibt es spezielle Angebote. Die gibt es schon wahnsinnig lang und das gibt es ja immer noch, die genannte SBS, das ist die Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte. Die ist hier in Zürich und die hat ganz viele Bücher quasi aufgesprochen als Hörbücher. Das heisst, dort kann ich ab und zu mal ein Buch ausleihen. Und lassen wir das auch. Inzwischen ist wirklich alles über das iPhone, was passiert. Eine andere Dienstleistung, die ich ab und zu brauche, ist der elektronische Kiosk vom Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverband. Das ist wie ein Zugang für Blinde und stark Sehbehinderte, wo man kann die allermeisten Zeitungen, Tageszeitungen und zum Teil auch Wochenzeitungen, die in der Schweiz erscheinen, in einer sehr einfachen Form lesen. Also man bekommt keine Bilder und so, aber man kann einfach zum Beispiel am Morgen kann man seine NZZ ablassen und kann sie so durchschauen. Also das ist wie so ein Proxy, das ist nicht von NZZ selber, sondern die nehmen die Information, die auf NZZ ist und das weiterverarbeiten in einer Form, wo... Ja, genau. Also ich glaube, die Verlage, die stellen die Drohtexte quasi im Verband zur Verfügung und der tut es dann auch so drauf. Ist natürlich, finde ich, als jemand, der eigentlich lieber eine inklusive Lösung würde sehen, ohne ein Armutszeugnis an sämtliche Medien, die wir haben in der Schweiz, also an sämtliche Printmedien. Der Grund, also die Tatsache, dass es den elektronischen Kiosk überhaupt noch braucht, das spricht sehr viel, sehr ehrliche und sehr traurige Zeugnisse über die Barrierefreiheit von der eigentlichen Zeitungsseite. So. Weil, ich habe es mal probiert, eine PDF-Zeitung zu abonnieren und das war ja so ein verdammtes Durcheinander von Zahlen und Daten, das habe ich wieder lassen. Lasst mich ein bisschen sagen, dass sie eine Minderheit, da steht wirklich eine Konsumentengruppe dahinter, die bringen auch wieder Geld in eure Firma. Geht auf die zu, tut denen ihre Bedürfnisse abklären und lasst sie in eure Prozesse einfließen. Ich glaube, damit hilft es dann allen, euch je nachdem auch. Gut, das ist doch eine perfekte letzte Frage. Können wir dich noch irgendwie kann man dich irgendwie kontaktieren, wenn man Fragen hat? Oder wo erreicht man dich am besten? Naja, ich bin auf Twitter, _Swissionary. Man findet mich auf Facebook. Ich glaube, das ist ziemlich der gleiche Name dort. Ich kann auch eine E-Mail-Adresse da lassen, selbstverständlich. Man darf mir auch anrufen, man findet mich auch im Telefonbuch. Das heisst, ich bin eigentlich immer offen. Aber im Moment sollte ich mich primär auf meine Bachelorarbeit konzentrieren, aber ich bin immer sehr interessiert, bei Projekten mitzuhelfen. Und wenn irgendjemand etwas braucht in diesem Zusammenhang mit Accessibility, sage ich eigentlich sehr selten nein. Super. Also ich bin immer bereit und freue mich, von euch zu hören. Super. Wir tun dann auch alle Ressourcen noch in Blogposts beziehungsweise die noch nachreichen, auf jeden Fall. Ja. Gut, super. Vielen Dank für deine Zeit und für deine spannenden Insights in das Thema Accessibility. Und ja, wir hoffen alle, dass es weitergeht und sich die Szene weiterentwickelt. Das wird sie.